herzlich willkommen. Mein Name ist Cora und das ist mein Mann. Ich bin Marco. Herzlich willkommen bei uns auf Burg Rheinstein. Komm mit. Die Burg ist seit 1975 in unserem Familienbesitz. Wir sind die dritte Generation, die sich jetzt um die Burg kümmern dürfen. Und wir wohnen auch hier oben auf der Burg, im ehemaligen Gesindehaus. Hier sind wir direkt in unserem Flur. Das ist ehemals der Innenhof gewesen, wo man dann hier den Eingang zur Wohnung hat. Wir wollten gerne den Wohnbereich ein bisschen erweitern und vor allen Dingen einen richtigen Flur haben. Und deshalb haben wir hier ein Glasdach gebaut und den Flur praktisch mit dem Innenbereich verbunden, dieser ehemalige Hof. Was ja immer ein bisschen aufwendiger ist bei Burgen. Man muss immer an das Denkmalamt denken. Das heißt, das war schon ein bisschen aufwendiger, das zu genehmigen. Und beim Bau selber war es natürlich auch nicht so einfach. Wir haben ja keine Anfahrt hier zur Burg Rheinstein hoch. Und dementsprechend mussten wir das alles hier irgendwie so hochbringen mit unserem Traktor und ja, Manneskraft. Manneskraft. Das heißt, auch bei den Fensterelementen wurde genau überlegt, wie breit können die denn sein, wie dick dürfen die denn sein, damit man sie überhaupt noch tragen kann. Dann nehmen wir euch jetzt mal mit in den Hauptwohnbereich. Genau, gehen wir mal rein. Hier haben wir die Küche, das Esszimmer und Wohnzimmer in einem vereint. Wir wollten halt nichts Historisierendes machen, sondern wenn, machen wir wirklich einen Cut und richten uns das dann modern an. Hier haben wir recht stark umgebaut. Der Raum war früher ganz anders aufgeteilt. Und zwar hatten wir hier einen kleinen Flurbereich. Von dem Flurbereich ist man einmal in die Küche reingegangen. Die hatte ungefähr die Größe der Couch. Und auf der anderen Seite gab es ein kleines Büro, das hat ungefähr die Größe des Essbereiches jetzt gehabt oder dem Tisch mit den Stühlen. Das war schon sehr, sehr dunkel und deswegen sind wir echt froh drüber, dass wir das gemacht haben. Und eins unserer Lieblingssachen sind, glaube ich, die gotischen Fenster. Und so kriegt man halt auch schön immer die Stimmung auf den Rhein mit. Wenn das dann so Frühling ist, der Nebel steigt auf und das Licht fällt so ins Tal hinein. Das ist echt richtig traumhaft. Ja, das ist richtig toll. Das sind auch eine unserer Lieblingsstücke, diese Lampen. Die haben wir in einem alten Bauernhaus gefunden, im Urlaub damals. Da habe ich Cora einen Antrag gemacht. Genau. Nicht in diesem Bauernhaus, aber dort in der Region, als wir dort in Urlaub waren. Ja. Und dann haben wir halt später noch diese Lampen gefunden und da war der Plan für den Umbau. Ja, haben gesagt, wir wollen das irgendwann mal machen. Also die Lampen waren auch ein paar Jahre dann eingestaut. Ja, aber es war klar, wenn wir umbauen, kriegen die auf jeden Fall einen Ehrenplatz und so hängen sie heute über dem Esstisch. Wir haben uns in diesen Ofen verliebt und dann später erstmal besprochen, auch mit dem Handwerker, der uns viel geholfen hat beim Umbau. Wir haben ja hier alte Böden drin und Holzkonstruktionen sind die alten Böden. Kann der das überhaupt an der Stelle tragen, der Boden? Also da musste nochmal so eine Stahlplatte in den Boden reingesetzt werden, damit sich das Gewicht mehr verteilt. Genau unten drunter ist unser Schlafzimmer und wir haben gesagt, also wir brauchen jetzt nicht irgendwann abends Besuch vom Kamin. Gleichzeitig ging was mit der Planung schief, der sollte weiter nach links. Wenn wir das hier hingesetzt hätten, dann wäre halt das Sofa. Hätte halt, das muss ja einen gewissen Abstand zum Schutz haben. Das wäre dann einfach sehr, sehr klein geworden und haben gesagt, nee, da müssen wir irgendwie eine andere Lösung für finden. Genau, und das Sofa war uns doch recht wichtig. So eine richtig schöne, große, gemütliche Couch, die haben wir uns gewünscht. Bei uns ist ja alles ein bisschen verwinkelt. Kommt mal mit, wir gehen mal runter ins Schlafzimmer. Da geht es jetzt die Wendeltreppe runter. Jetzt beginnt unser Labyrinth. Genau. Diese Treppe hat kein Geländer, Große Streitdiskussion zwischen uns gewesen. Also, ich fand halt so eine offene Treppe toll und wir hatten vorher ein Geländer, das hat die Treppe halt noch kleiner und schmaler gemacht. Jetzt sind aber unsere Kinder langsam so weit, dass sie auch selbstständig die Treppe hoch und runter gehen wollen und jetzt wird demnächst ein Geländer kommen. So,
jetzt sind wir in unserem Schlafzimmer und die Herzstücke von unserem Schlafzimmer sind diese Lampen. Mit dem Gold und der Struktur, finde ich, schaffen die eine ganz besondere Atmosphäre. Also man merkt, bei uns irgendwie die besonderen Stücke sind fast immer irgendwie Lampen und Licht. Das liegt daher, da wir hier vom Gebäude ja außerhalb der richtigen Kernburg sind. Das heißt, eigentlich ab mittags sind wir ein bisschen im Schatten. Ja, jetzt gehen wir in unser Badezimmer. Auch super wichtig für uns, weil das Bad, was wir vorher hatten, war noch so aus den 80er Jahren, war total unbequem und da wollte man eigentlich nie irgendwie in der Badewanne liegen abends. Also das war schrecklich. Und haben gesagt, nee, wir brauchen so eine, ist wenig Platz, aber wir brauchen so eine kleine Mini-Wellness-Oase, wo wir uns dann mal entspannen können. Wir haben hier als Rückwand Zirpenholz gemacht. Meine Familie kommt ja aus Österreich und da wird ja ganz viel mit Zirpe gearbeitet. Das war ein bisschen kompliziert, weil der Schreiner gesagt hat, ja, aber das gibt es ja bei uns hier nicht. Also erstmal kann man es in dem Bereich auch verwenden. Es fängt also nicht an, so stark zu schimmeln und es riecht immer wieder schön. Jetzt gehen wir weiter in den anderen Gebäudebereich. Wir haben ja das Ganze praktisch 2 Gebäude miteinander verbunden und haben immer wieder Durchbrüche. Hier mussten wir öffnen. Das war interessanterweise früher tatsächlich im 19. Jahrhundert miteinander verbunden, ist dann aber in den Jahren getrennt worden und wir haben das wieder geöffnet und gehen jetzt praktisch in einen anderen Gebäudebereich hinein und dort haben die Kids ihr Zimmer. Genau. In dem Gebäudeteil bin ich auch mit auf der Burg aufgewachsen. Also für mich ist das was ganz Normales gewesen. Für Cora war es halt ein bisschen Umstellung, gell? Auf die Burg zu ziehen. Genau, ja, für mich war es ein bisschen Umstellung. Also einmal natürlich immer dieses Hoch-Runterlaufen. Wir haben wirklich keine Anfahrt, ich sage es nochmal, weil das wird einfach mehrfach gefragt. Das glauben uns die Leute einfach nicht. Ist aber wirklich so, also man muss wirklich immer an alles denken, Schlüssel und so weiter. Und dann mit 2 Kindern jetzt ist natürlich nochmal ein bisschen aufwendiger. Und wenn die müde sind, genau. Da müssen Mama und Papa halt. Ja, wir haben aber auch eine Hilfe. Wir haben ja die Zahnradbahn, mit der wir dann schon auch ab und an mal hochfahren, auch mit den Kindern. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Wenn ich sie abhole im Kindergarten, dann wird immer gefragt, vor allem wenn es warm ist oder so, gell, und sie sind ein bisschen fertig vom Tag, dann fragen sie, Papa, bist du mit der Bahn da oder müssen wir laufen? Ja, unsere Tochter Clara, die ist ja jetzt 5 und die wird auch immer mit Prinzessin angesprochen, wenn dann Burgbesucher da sind und merken, die wohnt hier oder kennen sie, ach, die Prinzessin, dann sagt sie immer, ja, aber ich habe ja gar kein richtiges Kleid und kein richtiges Prinzessinnenzimmer. Sag immer, die Leute denken immer, ich bin eine Prinzessin, aber ich bin ein ganz normales Mädchen. Ja. So soll es auch sein. Aber sie hat rosa Glitzerfarbe auf der Wand. Wir gehen jetzt hoch, praktisch genau eine Etage drüber in das Kinderspielzimmer. Das ist ein bisschen ein komplizierter Weg. Ja. Ja, jetzt sind wir kurz vorm Kinderspielzimmer, aber das wollen wir schon noch ganz gerne zeigen. Das ist nämlich der Mauerdurchbruch, den wir machen mussten, um die beiden Gebäudeteile zu verbinden, warum ja auch der Wintergarten unter anderem entstanden ist. Praktisch die dicke Burgmauer. Hier haben wir auch eines unserer Lieblingsstücke drin. Das ist nämlich das Schaukelpferd von dir. Ja, mein Schaukelpferd. Dann kommen wir in Coras Büro, was früher mal mein Kinderzimmer war. Klein, aber fein. Total schön. Wieder diese gotischen Elemente, also die Tür und eben die Fenster. Hier mache ich alles, was Personal betrifft, Personalplanung, alles für die 3 Betriebe rund um die Burg, die Abrechnung und was sonst noch anfällt. Ja, läuft über meinen Schreibtisch. Mal wieder komplett rüber. Genau, einmal wieder zurück. Wir haben viele Türen. Und jetzt sind wir hier in meinem Büro. Ich habe den Traum gehabt, so einen großen Bürotisch zu haben, weil wenn viel los ist, kommen lauter Sachen und dann kann ich die alle auf dem Büro immer schön sortieren und so Stapel machen. Und was vor allen Dingen schön ist, ist, dass ich hier direkt den Blick auch runter habe, raus in den Innenhof und zum Eingang der Burg und das Burgtor. Und dann kann ich immer gucken, okay, wie viel ist gerade los, wie viele Gäste sind gerade da.
und bin dann auch schnell, wenn die Not am Mann ist, kann ich schnell dahin springen. Dann haben wir auch noch eine kleine Entspannungsecke, aber ich nutze sie eigentlich nie. Sie hat eine neue Nutzung und zwar ist sie unser Hundesessel. Die ist eigentlich nur noch für Susi da. Bevor wir hier umgebaut haben, haben wir überlegt, wie machen wir das später mit der Wohnsituation hier. Das Pro und Contra abzuwägen war nicht so einfach, weil da ging es darum, direkt bei der Arbeit wohnen oder doch nicht. Und dann hatten wir tatsächlich auch die Überlegung, außerhalb irgendwie zu bauen oder ein Haus zu kaufen, weil wir wussten, okay, der Umbau hier wird wahrscheinlich auch nicht so günstig und einfach mit dem Transport hoch und alle Handwerker müssen hier hoch. Aber da kam so ein bisschen die Arroganz der Burgbewohner durch, weil da habe ich halt gesagt, ja, aber einen schönen Ausblick möchte ich halt schon auch haben. Gell? Und dann haben wir nach Wohnsituationen mit ähnlich vergleichbarem Ausblick geguckt und die waren dann doch deutlich über Budget. Ja, das war jetzt so der private Teil. Und jetzt möchten wir auch gerne noch den öffentlichen Teil zeigen, nämlich den Rest der Burg. Dann gehen wir über unsere Terrasse und dann erleben wir auch noch ein bisschen so, was ich noch für Kindheitserinnerungen in der Burg habe. Los geht's! Es sind 160 Treppenstufen bis hier oben und meine Großeltern haben tatsächlich hier oben gewohnt. Also das Thema Alter durfte man mit denen nicht so besprechen, das war so ein Tabuthema. Das heißt, die haben wirklich bis zum bitteren Ende, sage ich jetzt mal, bis meine Großmutter irgendwann einen Schlaganfall hatte. Und dann war das Thema von heute auf morgen, was machen wir jetzt, wie ist jetzt die Lösung, wir können nicht mehr in der Burg wohnen. Und dementsprechend, das war jetzt, glaube ich, eine Lektion für die weiteren Burggenerationen gewesen. Also meine Eltern haben das schon so gemacht, dass sie vor einem Jahr von der Burg gezogen sind. Und ich glaube, wir werden hier oben auf der Burg auch nicht alt werden. Nein, wir freuen uns dann irgendwann, wenn wir älter sind, auf einen Neubau und dann werden wir dann dorthin ziehen. Ja, hier die beiden Bilder zeigen, was meine Eltern und ich, wie wir hier Weihnachten oben bei Oma und Opa feiern. Und wenn wir dann meine Eltern zum Beispiel gearbeitet haben oder Veranstaltungen hatten, da bin ich abends hoch hier in die oberste Etage gestiefelt und habe dann auch manchmal hier im kleinen Turmzimmer übernachtet. Und ich fand das immer spitze, ganz oben in der Burg, im obersten Turmzimmer, je nachdem wie dann die Stimmung draußen war. Also man hat ja hier aus den Fenstern den Blick ins Rheintal. Wenn da mal vielleicht so ein Abend war, in dem Gewitterwolken aufgezogen sind oder so, dann war das hier oben schon richtig spannend. In der Burg selber verbringen wir jetzt nicht so arg viel Zeit, also zumindest nicht so besuchermäßig. Dafür haben wir dann doch zu viel zu tun. Es ist halt schon ja auch die Arbeit und man sieht ja auch immer, was zu tun ist, wo die Baustellen an der Burg sind, was gemacht wird. Und die romantische Vorstellung der Gäste ist, sie sitzen bestimmt dann abends immer im Rittersaal und essen oder sie feiern Weihnachten in der Burg. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wir lieben unsere Burg, aber wir sind natürlich dann auch froh, wenn wir in der Freizeit nicht in unsere eigenen vier Wände zurückziehen. Wir leben wirklich ganz normal hier oben. Wir müssen jeden Tag schauen, dass der Laden läuft, dass die Burg erhalten werden kann. Und so diese typische Rolle, die man so außen sich denkt, so lebt ein Burgherr, so ist ein Burgherr, das trifft bei uns eigentlich nicht so richtig zu. Genau. Es ist schon wirklich privilegiert oder was Besonderes hier oben zu wohnen, den tollen Ausblick mitten in der Natur. Wir finden das Besondere halt oder diese besondere Wohnsituation halt so schön, dass wir sagen, gut, dann tragen wir halt auch unsere Einkäufe hoch. Gell? Ja. Das war die Roomtour durch unser Zuhause. Und unsere Burg. Kommt uns gerne mal auf der Burg besuchen. Und wenn ihr noch weitere spannende Touren sehen wollt, abonniert den Kanal und schaut dort drüben.